Karls Erlebnisdörfer haben wir euch hier auf dem Kanal super oft schon gezeigt, aber wir sind jetzt beim ersten Karls Pop-Up Festival und das ist ein temporäres Karls Erlebnisdorf mitten in Wernigerode und das ist der Vorbote für ein gigantisches, oder ein großes, nicht gigantisch, das klingt immer so böse, Karls Erlebnisdorf. Und es gibt natürlich auch den Manufakturenmarkt, Friedas Hofküche und die Marmeladenküche zu entdecken. Und da gehen wir jetzt rein und was ihr außerdem noch machen könnt an Erlebnissen, zeige ich euch auch jetzt in diesem Video. Ihr seid bei Ride Review, wir sind ein Kanal über Freizeitparks und wir besuchen Freizeitparks auf der ganzen Welt und zeigen euch diese hier in den Videos. Raupis Raupenbahn, für uns natürlich das Highlight. Als Achterbahnfans kann man hier Achterbahn fahren, einen sogenannten Wacky Worm. Raupi ist inzwischen auch ein eigenes Frontcar, also es war ja schon immer ein eigenes Raupi Frontcar, aber es war vielleicht eine Abwandlung von bekannten Wurmachterbahnen und das sieht richtig süß aus und sieht aus wie Raupi hier aus dem Karls-Universum oder von der Karlchen-Bande. Die Achterbahn ist für alle ab 90 cm in Begleitung eines Erwachsenen, wenn ihr alleine fahren wollt, ab 1,20 m und bis maximal 1,95 m und ihr könnt dann halt quasi wahrscheinlich für viele die erste Achterbahn fahren. Ihr kommt auch im Außenbereich natürlich nicht zu kurz, was Softeis, Kuchen, Kaffee, Bratwurst, Brötchen und Bierchen angeht. Aber drinnen gibt es ja auch wieder den Manufakturenmarkt mit den ganzen spannenden, tollen Karls-Produkten. Und ja, das Wichtigste ist natürlich die Erdbeermarmelade, aber auch viele andere tolle Sachen könnt ihr im Manufakturenmarkt kaufen, den es auch beim Pop-Up-Festival gibt und ja quasi auch ziemlich groß ist, oder? Würde ich mal sagen. Die Mischung bei Karls ist auch immer spannend bei den Erlebnissen in den Karls Erlebnisdörfern. Ihr bezahlt zum Beispiel für die Achterbahnfahrt. Das geht mit einer Einzelfahrt, mit einer Tageskarte oder mit einer Jahreskarte. Die könnt ihr entweder an einer der Kassen kaufen oder direkt über die Karls App und da ist das Ganze sogar noch günstiger. Einen wichtigen Punkt habe ich übrigens vergessen, wenn ich die Karls App erwähne, denn das Ganze hier ist bargeldlos. Also euer Schwarzgeld könnt ihr hier nicht loswerden, nur Kartenzahlung ist beim Pop-Up-Festival von Karls Erlebnisdörfern möglich hier in Wernigerode. Und dann gibt es aber auch Gratis-Erlebnisse, wie zum Beispiel Ziegen. Es gibt verschiedene Autos, es gibt Hüpfburgen, so, die sind jetzt gerade nicht aufgeblasen, weil es sehr, 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 sehr stürmisch heute ist. Aber trotzdem, seht ihr, kann man hier was machen, hier ist auch gut was los. Die Angsthasenscheune, das ist ja das Halloween-Event von Karls Erlebnisdörfern, ist auch beim Pop-Up-Festival dabei mit einem mobilen Bus, in dem ihr euch dann drin gruseln könnt. Natürlich ist hier auch genug Platz geschaffen, damit ihr einkehren könnt, euch gemütlich hinsetzen könnt. Verschiedenste Bereiche, die teilweise sogar draußen auch überdacht sind. Und es gibt auch die Kartoffelsackrutsche. Das ist ja so ein Karls-Klassiker, der darf nicht fehlen. Und das ist eine ziemlich coole Attraktion. Murmelbahnen habe ich auch da vorne schon gesehen. Zentral hier beim Pop-Up-Festival in Wernigerode von Karls Erlebnisdörfern gibt es auch die Trägerbahn. Und das ist nicht nur echt beeindruckend und cool, dass die Trägerbahn auch hier am Start ist und so groß in der Mitte rumfährt, sondern das ist quasi der Ursprung für dieses ganze große Erlebnisthema bei Karls Erlebnisdörfern, weil die ja angefangen haben mit ihrem Erdbeerhof und Erdbeercafés und Verkauf und dann ein bisschen Spielplätze. Und die erste große Fahrattraktion war halt damals eine Trägerbahn und die gehört zu jedem Karls Erlebnisdorf dazu. Die Geschichte haben wir euch natürlich auch schon öfter hier auf dem Kanal näher gebracht, auch mit der Obererdbeere Robert Dahl zusammen, der die Story sehr gut rüberbringt und auch in anderen festen stationären Karls Erlebnisdörfern immer ziemlich gut vermittelt und das gut in Szene gesetzt wird. Das richtige Karls Erlebnisdorf hier in Wernigerode kommt im Frühjahr 2028. Das Pop-Up-Festival ist quasi, wie ich schon gesagt habe, so eine temporäre Geschichte, aber das ist richtig gut geworden und die Leute haben Bock, haben Spaß und du kannst alles machen und es gibt alles, was man für einen guten
Tag, Nachmittag mit der Familie braucht, würde ich sagen. Wenn ihr schon mal hier wart, eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Wie findet ihr diese Pop-Up-Festival-Geschichte, damit man auch das schon mal nicht nur so anteast und antestet, sondern auch einfach schon mal was abliefert, bevor es richtig losgeht. Und wir sehen uns bald hier am Kanal auch wieder mit einem Video aus dem nächsten Karls-Lebensdorf in Oberhausen, das gerade gebaut wird. Um das nicht zu verpassen und das hier zu supporten, drückt ihr jetzt auf Abonnieren, kostet euch nichts, hilft uns ungemein weiter. Und wir sehen uns jeden Tag um 18 Uhr zu einem neuen Video hier auf dem Right Video YouTube-Kanal.